Radroute Nummer 8, hier wird schon gehupt wieder. Diesmal wieder am Hauptbahnhofstrat. Allerdings gleich mal in eine ganz andere Richtung, Richtung Süden. Heute geht's Richtung Katzwang da runter. Müssen wir erstmal hier abbiegen in die Allgutstraße. Ganz neuer Weg. Oh, jetzt bin ich ja auch noch auf der falschen Seite. Einmal rüber. Kommt was, kommt nichts. Und dann gucken wir mal. Es geht wohl, habe ich gesehen auf der Karte, am alten Kanal entlang. Das wird bestimmt schön. Weil das Wetter heute ist auch schön. Und nochmal alles checken hier. Technik. Blinkt alles. Ich hoffe doch. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, sieht so aus. Gut. Ja, wie gesagt, hier in der Allgutstraße. Wir müssen heute mal hier durchs Zeltistunnel. Das ist so eine Fußgänger- und Radfahrerunterführung. Geht's Richtung Südstadt. So, wo fahren wir jetzt hier vorbei? Alle laufen wieder kreuz und quer. So, ich muss jetzt selber mal gucken. Ich weiß die Route gar nicht. Wir müssen hier geradeaus Richtung Aufsitzplatz. Jawohl. Ich mache das mal größer hier. Oder? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen. Wo will denn er lang? Siehst du, schon wieder verfahren. Wohl hier rechts, aber da geht's doch. Wo sind die Gasse dahinter? Warum hier rechts? Rechts und dann links. Hier links, tatsächlich, da steht Ludwig-Donau-Kanal und Katzwang angeschrieben. Ja, weil wir folgen ja den beschilderten Radrouten. Von daher müssen wir uns dran halten. Also hier entlang. Okay. Ja, es ist wieder, ja, ich schätze mal, knapp unter 10 Kilometer die Tour. Endet mitten in Katzwang. Geht irgendwie über Weiherhaus dann auch. Und ja, Katzengrad eigentlich Richtung Süden. In welcher Straße sind wir hier? In der Alexanderstraße jetzt, bloß zur Orientierung. Ich glaube, das ist ein ziemliches Zickzack-Gefahre jetzt hier in der Südstadt. Da müssen wir mal Obacht geben, ob was kommt. Weiter durch die Alexanderstraße. Ja, die beschilderte Radroute Nummer 8 für die Leute, die neu auf dem Kanal sind. Ich teste die beschilderten oder ausgeschilderten Radrouten der Stadt Nürnberg. Ich muss mir hier rechts in die Wiesenstraße. Das ist jetzt bereits die Nummer 8. 7 habe ich schon absolviert, 15 sind es an der Zahl. Also sind wir jetzt ungefähr gut bei der Hälfte. Jetzt hier links auf die Hauptverkehrsstraße, na toll. Havelfeld. Achtung, Straßenbahnschienen immer im 90-Grad-Winkel kreuzen. Sonst bleibt man hängen mit dem Vorderrad. So, wir kreuzen jetzt hier die Landgrabenstraße. So eine Hauptverkehrsachse durch die Südstadt. An der Christuskirche. Hier kommt schon die Straßenbahn. Nummer 5. Otzendorfer Straße. Das ist irgendwo im Norden oben am Flughafen. Aber das ist jetzt auch wieder tricky hier mit diesen Schienen. Die laufen so im 45-Grad-Winkel. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo es einen böse gelegt hat, der da reinkam. Aber das hat man schon im Ansatz gesehen. Ich hoffe, mir passiert es jetzt nicht auch. Wenn ich das jetzt anprangere. Aber der ist schon sehr im Spitzenwinkel auf die Schiene zu. Und prompt blieb er hängen mit dem Vorderreifen und dann hat es ihn auf die Nase gelegt. So, jetzt schauen wir hier einmal ein bisschen ausholen und zack, geschafft. So, weiter hier in die Tafelfeldstraße, kleiner Kopfsteinpflaster. Hier schüttelt es durch. Auf der Kamerawinkel passt soweit. Ich glaube schon. Ich sehe es ja nicht, was er aufnimmt, aber schaut ziemlich gerade aus.
Müsste passen eigentlich. So, weiter geradeaus. Über die Humboldtstraße ist übrigens eine schöne Fahrradstraße hier. Fahre ich oft entlang, wenn ich quer durch die Südstadt muss, auf die andere Stadtseite. Allerdings, naja, wie es halt überall ist in diesen Fahrradstraßen, so recht Rücksicht wird auch nicht genommen. Da kann man ausschildern und rot pinseln, was man mag, aber die Fahrer checken es nicht. So, hier geht es über die Karner Straße. Wir sind in der Volta-Straße. Einmal geradeaus. Ja, Südstadt, South Bronx. Aber so schlecht schaut es hier gar nicht aus, oder? Bisschen dunkel hier vielleicht. Keine Balkone vielleicht hinten raus, man weiß es nicht. So. Sie winkt mich zu, winkt mich durch. Aber sie braucht noch 3 Stunden. Oh, jetzt müssen wir rechts. Ach, das ist die Siemensstraße, oder? Ich glaube, die zur Siemensbrücke führt. Beinahe 2 Sekunden später hätte ich weiterfahren können. Trackstand gilt. So, hier rechts. Oh, hier wäre ein Radweg. Habe ich nicht gesehen. Der war jetzt sowas von unscheinbar. Ich komme jetzt auch nicht mehr drauf hier. Wir gingen hier plötzlich rechts los. Aber hier. Und wir fahren hier über den Weg. Hier wird gegessen und getrunken. Sonne scheint. Ja, heute was haben wir denn? 8. März, 9. März? Ich bin völlig verwirrt. Heute ist der 8. März, Sonntag. Die Sonne scheint, Leute sitzen draußen, genießen die Sonnenstrahlen. Es geht aufwärts mit dem Wetter. Ja, das war ein kurzes Gastspiel hier wieder auf die Straße. Auch immer gefährlich, so Einfädelungsspuren, da weiß man nie, kommt was von links. Fährt er vielleicht auf deine Spur. Also besser ist, man hat einen durchgehenden Weg und dann kann man sich da auf den Weg konzentrieren. Man muss nicht dauernd links schauen, rechts schauen, irgendwelche Zickzack-Spuren folgen. So, hier ist die Googlestraße, die kreuzen wir. Da vorne ist die Siemensbrücke, TV Tower voraus. Bevor wir uns hier mal umschalten, und da müssen wir, glaube ich, in die Gebitzenhofstraße. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil es dann Richtung Süden geht. Zum Dianaplatz, Kaufland, Minerva-Straße, so die Ecke dann. Weil dort geht dann auch in Gartenstadt der alte Kanal los, wohin uns diese Route dann führt. Jetzt müssen wir erstmal hier Kolde Siemensbrücke schaffen. Das ist, glaube ich, auch ein Strava-Segment, allerdings von der anderen Seite. Man muss aber komplett über die Brücke drüber. Endet nicht oben, sondern inklusive Abfahrt. Man muss also mit richtig Schmackes rein drüber drücken dann und in der Abfahrt noch mal Gas geben. Hier ist Siemens überall, rechts wie links. Siemens hier ja stark vertreten überall. Nürnberg, Erlangen, einer der wichtigsten Arbeitgeber hier. Noch. Wenn es dann immer teurer wird in Deutschland, werden die auch vielleicht irgendwann noch mal sagen, nö, haben wir keine Lust mehr drauf, wir gehen woanders hin, wo es billiger ist. Wer soll es ihnen verdenken? So, hier links in die Gebitzenhof. Da haben sie auch so einen neuen Radstreifen dahin gepinselt, der ja eigentlich ganz schön ist, sehr breit, sehr geräumig. Da haben sie den Autofahrern richtig viel Platz weggenommen, aber man sieht halt immer kaum jemanden. Das ist halt schade, weil dann ist halt irgendwie auch keine Resonanz da. Das sagen natürlich dann die Leute zu Recht, ja, wozu ist denn hier ein Fahrradstein? Da sehe ich nie jemanden fahren. Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Ich finde es angenehm, aber wann fahre ich hier schon mal lang?
Aber vielleicht nicht so die Pendler und keine Ahnung, die Leute, die hier wohnen. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch fast niemanden. Schon mal her, der ist total verwaist und super breit. Hier, der ist sogar hier noch mal breiter. Also ist ja schon fast eine Autobahn für Fahrradfahrer. Ein richtig schön Platz. Und hier ist halt nur noch eine Spur für die Autos. Der Packerklasse hier direkt in der Kurve. Ja, also man hat fast denselben Platz wie die Autos. Ich würde sagen, 3/4 der Autospur. Nicht ganz die Hälfte. Allerdings mit den Grünphasen ist es hier nicht so. Das gehe ich auch vom Autofahren her. Na komm, mach. Ich falle gleich um. Ja, das ist immer nervig hier. Also man steht hier sehr oft, sehr viel an den roten Ampeln in der Gewitznerhofstraße. Egal ob unter der Woche oder am Wochenende. Vielleicht fahren deswegen so wenig Radfahrer hier. Man weiß es nicht. Ja, ich habe heute das Benotti ausgepackt. Es ist ja schönes Wetter und wir fahren nicht in den Wald. Von daher dachte ich, nehme ich das Radl mal. Es läuft auch viel besser, angenehmer, leichter, flüssiger. Hier die neuesten Benzinpreise. Diesel 202 geht ja noch. Super 1,92 E10 und Super E5 1,98. Naja, geht doch. Schnäppler, kann man nichts sagen. Der Deutsche zahlt gern für seinen Sprit. Egal was er kostet. Jammert zwar ein bisschen, aber er zahlt es trotzdem. So, hier geradeaus, hier ist das große Kaufland. Dianaplatz. Da fahren wir jetzt geradeaus und dann müssen wir mal gucken. Da kommen dann so Baustellen, schon seit Ewigkeiten. Und dann müssen wir aber dann mal rechts zum alten Kanal. Mal schauen, ob ich da irgendwie durchkomme. Jetzt müssen wir erstmal hier vorbei. Mal über die Kreuzung. Ach shit, hier wäre es auch wieder rechts auf dem Dorf. Es ist nicht gut gekennzeichnet immer. Es kommt immer so plötzlich. Ich weiß auch nicht, entweder bin ich unaufmerksam oder es ist so kacke angelegt. Aber gut, jetzt haben wir es geschafft. Fahren wir hier entlang. Können wir wenigstens die rote Ampel überfahren. Die gilt für uns nicht. Hier ist die Schleife. Hier sind natürlich wieder Scherben. Verdammte Hacke, echt. Glasscheibenviertel hier. Okay. Ja, Stadtgefahre macht weder mit dem Auto noch mit dem Rad sehr viel Spaß, aber mit dem Rad noch mehr als mit dem Auto. So, nun, was ist das denn hier jetzt? Hier lang. Aber mit dem Rad kommt man immer noch irgendwie besser durch. Wieder mit so einer Karre, wo du nur rumstehst. Da bist du ungeduldig, nervig, aggressiv. Ich sehe es ja immer tagtäglich, wie sie sich alle anhupen und beschimpfen. Ich will bloß so, dass sie sich an den Kragen gehen. Das habe ich alles nicht mit dem Rad. Fahre ich lächelnd vorbei. Ja, hier mit den schmalen Reifen immer ist ein bisschen tricky mit dem Pflasterstein. Da haben die immer teilweise recht breite Rillen. Ich habe schon wieder nach Gras geschoben. Irgendwie auf jeder Runde rieche ich Marihuana hier in der Luft. Oh, heute sind ja Wahlen, 8. März, Oberbürgermeisterwahl, Kommunal. Oh je, da muss ich auch noch hin. Ganz vergessen. Naja, die haben bis 18 Uhr auf. Ja, was sagt ihr? Soll ich die Bretter wählen? Von den Grünen? Meint ihr, die schafft es, bessere Radwege zu bauen, anzulegen? Ich vermute es mal nicht, weil sie hat ja dann nicht die alleinige Macht.
Aber ja, so Themen sind natürlich gut für den Wahlkampf, auch wenn es da nicht eintritt. So, jetzt müssen wir rechts, genau. Hier in den Wacholderweg. In den Wacholderweg. Und weiter hier. Und jetzt geht es hier links, das ist der alte Kanal, der König-Ludwig-Kanal. Gut, man sieht jetzt nichts, weil kein Kanal da ist. Aber er war hier. Später sieht man dann, wurde hier trockengelegt. Das ist jetzt eine Grünanlage, aber da vorne geht es dann los. Aber hier führte er ursprünglich entlang. Es war ja so, dass die Schiffe auf dem Kanal waren und wurden dann von Seilen seitens Pferde gezogen, die dann da links und rechts vom Kanal liefen. Also ganz abenteuerlich. Und dann gab es noch so Schleusen, wo ich mich allerdings frage, wie sie es dann da gehandelt haben. Aber es sind immer wieder so schöne Schilder links und rechts, die so ja, über die Vergangenheit erzählen und das alles erklären, wie das ablief. Den Kanal, den kann man bis Neumarkt fahren. Habe ich hier mal gemacht im Winter letzten Jahres. So hin und zurück 100 Kilometer. Immer schön am Kanal entlang und wieder zurück. Wunderbar. Schöne Gravelstrecke oder teilweise schon befestigt. Also halt plattgedrückter Naturboden ohne viel Kiesel. Herrlich hier so durch die Natur. Ja? Keine Autos. Hier geteerter Weg. Links und rechts die Bäume. Jetzt fehlen bloß noch ein bisschen die Blätter und ja, dass halt alles mal das Blühen anfängt. Dann ist das was richtig Schickes fürs Auge. So, wir sind noch richtig, ja. Wie soll das anders sein? Aber bei Komoot weiß man nie. Beziehungsweise bei der Stadtplanung dieser Route. Ja, die Stadt Nürnberg hat es wieder geplant. Die Route Nummer 8 Richtung Süden. So, hier müssen wir kurz links, rechts. Hier sieht man ein bisschen was vom ehemaligen Kanal. Aber später sieht man auch Wasser. Also hier ist dann unterbrochen, weil hier müssen wir über die Straße. Drüben geht es weiter. Ich weiß gar nicht, wo das Wasser angeht. Ich glaube weiter unten dann. Weiter unten am Hafen. So, jetzt hier hoch. Ah, hier sieht man schon das Wasser. Geht anscheinend hier schon los. Ja, schon lange nicht mehr hier gewesen in der Ecke. Ich starte, wenn dann immer gleich am Hafen. Hier ist jetzt nicht so dolle. Ach, hier müssen wir über. Ah ja, hier ist der Radweg. Links ist nur Fußweg. Okay. Das ist aber am ganzen Kanal so. Das ist auf der restlichen Strecke genauso. Das wusste ich auch nicht. Das hat mir mal ein Fußgänger gesagt, der mich da gerügt hat, weil ich auf der linken Seite fuhr. Sagt er, nee, links ist nur für Fußgänger. Für die Radfahrer ist es rechts. Ich meine, hier dürfen auch Fußgänger laufen rechts, aber Radfahrer dürfen hier nur rechts fahren. Also du musst hier entlang und auch hier wieder zurück. Links ist verboten. So, hier sieht man schon eine schöne Brücke. Es ist schon herrlich hier. Es zieht sich halt 50 Kilometer circa Richtung Neumarkt und da sieht man immer wieder so schöne Brücken, alte Steinbrücken, Schleusen und irgendwelche alten Schleusenwärterhäuschen. So, hier geht's weiter. Geradeaus. Geradeaus. Naja gut, das packen wir schon hier mit dem Rad. Der hat ja auch 28er Reifen und es ist ja gut befahrbar hier. Das ist ja sehr plattgedrückter Lehmboden, Sandboden. Kein Kiesel und nichts, keine Steine, keine Brocken. Aber wir wollen es nicht beschwören.
Man hat an den kuriosesten Stellen immer Pannen. Und da, wo man denkt, oh je, hoffentlich kriege ich hier keinen Platten, da passiert dann nichts. Schön, oder? Wie sich das Wasser dann hier so, oder wie sich das alles so spiegelt, wie so ein Spiegel halt. Ja, wie so ein Spiegel halt. Es spiegelt sich, die Natur spiegelt sich im Wasser. Ihr wisst, was ich meine. Ja, hier haben wir eine Schleuse hier vorne. Also, vereinsamtes Fahrrad, da ist wohl jemand Pipi machen. Ha? Ja, hier so ein Schleusenhäuschen. Ja, wir können mal kurz, wenn wir schon mal da sind, mal hier kurz das zeigen. Ja, so schaut es aus. Wunderbar. Ja, ich mache gleich mal ein Bild als Thumbnail. Ja, Moment. Dann haben wir das auch. So, dann habt ihr das jetzt als Vorschaubild an. Jetzt muss ich bloß irgendwie einmal rumdrehen, dass ich wieder zurückkomme. Hier ist so schmal. Aber es ist einfach zu schön hier. So, jetzt muss ich den anderen wieder überholen, der jetzt gerade wieder an mir vorbeifuhr. So, hier geht's weiter. Ja, wie man sieht, viele Radfahrer unterwegs. Das ist natürlich schön hier für die Leute, umgestellt zu fahren. Ja, für die Sonntagsfahrer, die einmal im Monat ihr Fahrrad auspacken. Die können hier schön lang tuckern. Wunderbar, fahren wir her. Ja, fährt jemand von euch hier öfters entlang? Ich denke mal, das ist schon eine beliebte Strecke für jeden. Also mit dem Gravelbike hier ist es äußerst angenehm. Der geht ja auch noch hinter Neumarkt weiter. Ich weiß gar nicht, wo der letztendlich endet. Aber es geht, glaube ich, bis Berching oder so die Ecke. Das sind dann bloß noch so, ja, so unterbrochene Becken, kann man sagen. Aber die Ursprungsroute geht da schon noch weiter. Ich denke mal, da wird man auch irgendwie mit dem Rad noch weiter können. Aber ich habe damals in Neumarkt gemacht. Das war auch so im Februar. Und da war es ja auch ein bisschen schattig. Und irgendwann hatte ich natürlich auch mal das Bedürfnis, wieder heimzukommen, weil sonst kommst du immer weiter weg. 100 Kilometer im Winter bei 2, 3 Grad, das reicht. Ja, wunderschön. Herrlich hier. Ja, momentan ist ja hier dieser Nahostkonflikt. Habt ihr alle mitbekommen. Dubai ist unter Beschuss. Flughafen ebenso. Es ist natürlich die Frage, ob ich überhaupt reisen kann, weil ich genau über Dubai fliege am 9. April. So, jetzt Moment mal, wir müssen hier links. Hier mit dem E-Bike. Hab den versenkt, ne? Und ja, es ist halt alles irgendwie fraglich, ob das stattfindet. Kann natürlich sein, dass es dann ins Wasser fällt. Grün, nee, rot. Wäre natürlich schade. Aber wir gucken mal. So, es ist nur keiner fährt. Alle rot. Wenn er wenigstens einer fahren würde. Entweder ich oder er. Ah ja, das wäre er. Dauert es noch ein bisschen länger.
hier. Drückt noch, da hat keiner gedrückt. Ja, aber es bleibt dann wahrscheinlich rot, oder? Wenn man nicht drückt, oder? Weil er ist ja da ewig gestanden, ne? Da hätten wir eigentlich grün haben müssen, aber nichts ist passiert. Wir haben ja Zeit. Ist ja Sonntag. Ja, gut, irgendwann ist genug. Ja. Jetzt so. So, danke. So. Ja, irgendwie war das mit Signalgebung. Hätte man einen Taster drücken müssen, aber ich sah den auch nicht, weil die ganzen Leute dort standen. Und in solchen Ampeln, die so außerhalb sind, an Autobahnauffahrten, geht man davon aus, dass das automatisch geht. Aber hier ist wieder eine. Ja, drücken wir mal. Und schon wird's grün. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei der Dubai-Reise bzw. Bangkok. Ja, ich habe jetzt schon mal geguckt. Mein Flug wird eigentlich fast jeden Tag gecancelt. Ab München 14:30 Uhr mit Emirates. Allerdings abends um 21:25 Uhr. Der Flug geht immer. Genau dasselbe Flug. Also, die können ja nicht die Leute vom Nachmittagsflug dann zusätzlich noch in den Abendflug reinpacken. Ich muss mal gucken. Also, wenn es hart auf hart geht, fällt das Ganze eben flach. Dann brauche ich einen Plan B. Und ich lasse mir halt ja, die Kosten erstatten. Weil wenn die da noch arg weiter rumschießen und bombardieren, habe ich irgendwie auch keine Lust, da irgendwie im Flugraum mich zu bewegen. Und links und rechts fliegen die Missiles vorbei. Da fahre ich lieber in die Ukraine, da ist sicherer. Da ist irgendwie gar nichts. Alles ruhig. Dann habe ich sowieso noch eine Ecke, die ich bereisen wollte. Da in den Waldkarpaten, auf dem Weg von Uschgorod nach Lviv. War ja ein wunderschönes Gebiet. Ja, leider sind mir ja die Aufnahmen da in Uschgorod alle flöten gegangen. Aber nichtsdestotrotz gibt da noch ein paar Ecken, die ich gerne sehen würde. Wie gesagt, die Waldkarpaten oder ich würde auch gern mal ja, nach Kiew, Odessa oder wie heißt das andere da? Das ist unweit von Uschgorod. Franco, ach, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Franco, irgendwas, so ein Doppelname. Soll auch sehr schön sein. Mal gucken, vielleicht mache ich so eine Baltikum-Reise auch und dann in die Ukraine oder ich weiß noch nicht. Mal gucken. Jetzt schauen wir erstmal, ob der Flug überhaupt stattfindet. Dann hat sie das alles wieder erledigt. Aber man macht sich halt so seine Gedanken. So, wir sind hier in der Hafengegend. Hier rechts geht es in die Wiener Straße zum Hafen. Hier muss man nichts drücken. Hier ist jetzt ja kein Taster, nur für die Blinden. Aber den muss man nicht drücken. Aber geht es hier automatisch. Eine eigene Radfahrampel. Ja, da wäre es jetzt nützlich, wenn man so einen Timer hätte, der dann runterzählt. Ich finde das immer ganz angenehm. Da weiß man, wann es grün wird oder rot. So, jetzt. Grün.
Jetzt wird er ein bisschen schmäler. Man sieht, wie die rumeiert hier gerade eben. Da kann es ja schon mal passieren, dass sie die ins Gebälk fährt, weil sie ihren Gaul nicht im Griff hat. Das sind halt immer diese ungeübten Radfahrer. Da muss man echt Obacht geben. Ja, es hätte ein Ticken breiter sein können hier. Platz ist ja. Da regen sich wahrscheinlich wieder irgendwelche Grünen auf, weil man hier vielleicht einen Meter mehr an Grasfläche dann in Anspruch nimmt. Dem Motto, die Deutschen retten das Klima der Welt. Aber es geht hier eigentlich. Ist auch nicht viel los. Ja, hier links nach Pillenreuth geht's. Da ist immer noch das Schild Klösterle Pillenreuth. Das ist so eine alte Wirtschaft. Die ist mal in die Luft geflogen. War so eine Gasexplosion. Da sind die Rentner immer gerne hingegangen zum Essen am Sonntag. Ja, das hat sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst. Aber schon lange her. Also schon Jahre. Aber das Schild ist immer noch dort. Ich weiß nicht, ist das ein Mahnmal oder eine Gedenkstätte jetzt? Ein Denkmal, ich weiß es nicht. Man sieht eigentlich nichts mehr. Man könnte eigentlich mal wieder hinterfahren, schauen, ob da noch die Ruine steht. Im Endeffekt war es ein Versicherungsbetrug, ein versuchter der Inhaberin. Das ganze Ding ist irgendwie nachts um 2 explodiert, verdächtigerweise, wo natürlich keine Gäste drin sind und sich sonst niemand drin aufhält. Ich glaube, der Koch war da irgendwie noch mit unter der Decke von ihr. War da irgendwie Komplize oder hat es arrangiert mit einem Timer, irgendwas war da. Eine ganz kuriose Geschichte. Da hat es Bumm gemacht. Da wollte sie diese Kohle kassieren. Wahrscheinlich lief das Geschäft nicht mehr so gut. Keine Ahnung. Oder sie wollte sich zur Ruhe setzen. Tja, hat nicht funktioniert. Aber jetzt weiß ich nicht, ob sie noch freie Kost und Logis hat. Auf Staatskosten, weiß gar nicht. Oder was da mit der passiert ist. I don't know. So, Achtung, jetzt macht es hier irgendeinen Rechtsschlenker. Aha, hier rechts rein, das ist wieder Special Way. Also, weil hier bloß noch Gehsteig ist. Dann haben wir es ja hier hinter. Und dann kommt man gleich wieder auf die Hauptstraße. Fahrradfahrer frei. Links rum. Naja. Einmal hier links rum. Oh, was haben wir hier denn? Oh, Wirtshaus. Oder? Ich rieche zumindest was. Hier riecht es nach Schnitzel oder so. So, und jetzt wieder rechts. Na gut, aber der Gehsteig ist auch nicht breiter geworden in der Zwischenzeit. Hätten wir auch weiterfahren können. Aber hier geht der Radweg los, vorbei an den Weihern, welche sich hier rechts befinden. Oder einer zumindest. Waren das nicht 2? Ich weiß nicht. Da drüben ist dann der Hauptkanal, der Main-Donau-Kanal. Habe ich auch schon ein Video gemacht dort, in der Nacht. Ja, da käme man jetzt hier rechts zum Kanal. Verbindet logischerweise den Main mit der Donau. Unten bei Kelheim kommt er dann raus. Ah, hier waren wieder Scherben. Was machen hier denn Scherben? Hier ist doch nichts. Wie kommen hier Scherben her? Ja, jetzt geht es, glaube ich, hier komplett geradeaus. Quasi parallel zum Main-Donau-Kanal. Und dann müssen wir rechts über die Brücke irgendwann. Und dann endet diese Route Nummer 8 in Katzwang.
an der Kreuzung, wo es dann weitergeht, ja, nach Schwabach grob. Limbach, Schwabach. Ja, hier geht es auch über die Brücke, aber die fahren wir nicht. Wir fahren geradeaus. So, den Hügel haben wir auch. Ja, das ist Brücke Nummer 1. Da unten fahre ich oft, hier am Kanal entlang. Da fährt schon jemand, sieht man es? 2. Aber heute geht es hier oben lang. Auf geteerten Untergrund. Ja, und hier ist auch eine beliebte Stelle. Ja, da wird schon gegrillt und alles. Schauen wir mal her. Naja, unsere türkischen Mitbürger natürlich. Wir pflastern immer alles mit ihrem Grill. In Nürnberg genauso. Eieiei, ein Gelage. Ja, und hier ist auch irgendwie so ein Club, da so ein Bootsclub. Und ein paar Bänke. Kann man dann noch, ja, auch ein bisschen, ja, sich niederlassen und blöd durch die Gegend glotzen. Alles aufsaugen, was um einen rum passiert. Oh, hoppala. Ja, passieren tut jetzt hier auch nicht mehr viel auf der Strecke. Ist jetzt eigentlich nur noch der Weg. Vorne jetzt, wie gesagt, über die Brücke. Hier sind schon wieder Scherben. Was ist denn hier? Aber es waren so Scheinwerferscherben. So sah das zumindest aus, so ganz kleine. Eieieiei. Was machen die Leute hier? Ja, da vorne geht es schon drüber. Ja, 14 Grad sagt der Wahoo, aber es ist irgendwie, ja, weiß nicht, ein bisschen chilly, ein bisschen kühl. Irgendwie kalter Wind, kühler Wind. Ich habe jetzt heute mal die so Armlinge an, hier vor der Wetternrunde in Schweden, die 300 Kilometer Runde, die ich vor Jahren mal gemacht habe. Habe ja ein Video gemacht, uralt schon. Und Trikot und eine Weste und kurze Hose. Geht. Also das Winterjacket braucht man jetzt nicht bei solchen Temperaturen, aber es fühlt sich halt noch nicht so richtig warm und wohlig an. Aber immer noch besser als 2-3 Grad und Schnee und Eis. Ja, hier muss man wohl über den Gehsteig fahren. Hier ist der Kanal jetzt, der Main-Donau-Kanal. Kann man nicht so schlecht drehen hier mit dem Brustgurt. Ich muss mir hier auch noch irgendwas überlegen. Das ist ganz schlecht hier. Lauter Hubbel, Kanten ausgebessert und dann Pflastersteine wieder. So Platten. Okay. So, hier fährst du voll in die Abfahrt und dann musst du aber gucken, weil da musst du irgendwie auf die Straße, glaube ich. Auch gefährlich. So, hier ist abgesenkt, Bomb, Schulterblick nach hinten,
und auf die Straße. So, wenn die Oma einer da runter saust, die macht gleich einen doppelten Rittberger. Jetzt umreißt die gar nicht. Aber ja gut, die fährt halt mit 10 km/h runter. So, und da vorne ist das Ziel. Hier an der Kreuzung. Wie gesagt, links kommt man dann nach Wendelstein, geradeaus Limbach, Schwabach, Penzendorf. Rechts geht's Richtung, ja, durch Katzwang durch, nach Reichelsdorf, wieder zurück nach Nürnberg an Hafen und Südstadt. Ich mache gleich noch eine Anschlussrunde. Hier ist gerade grün, fahre ich gleich mal drüber. Und ja, hier beim Rest, ja, wer ist der? Lucky, hier, wie heißt der nochmal hier? Luckys Radlereck. Hier bleiben wir mal kurz stehen. Schauen wir mal, was hat denn der hier so im Angebot? Pinarello. Aha, Basso hat er. Ja, das sind schon schöne Dinge. Ja, genau. Ein Mountainbikes hat er. Kampfhund. Genau, also dann war es das jetzt erstmal von der Radroute Nummer 8. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert bei TikTok, bei Instagram, bei Strava, bei Komoot. Allerdings auf Komoot lade ich nichts hoch, also kaum. Also das nehme ich eigentlich immer nur zur Routenplanung. Alle meine Fahrten sind bei Strava. Also das ist äußerst verwaist auf Komoot, aber können wir gerne folgen. Und ja, dann sehen wir uns wieder bei der Radrunde Nummer 9. Die geht, glaube ich, auch in den Süden. Lass mich mal kurz überlegen. Die geht nach Reichelsdorf. Das ist dann quasi da hinten. Die geht nach Reichelsdorf. Da gibt es aber 2 oder 3 verschiedene Varianten. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Weil die ist irgendwie so dreigeteilt am Anfang. Ich weiß nicht, wie ich das filmisch erledige, aber wie gesagt, da geht's hin, Reichelsdorf, und dann sehen wir uns dort oder woanders oder vielleicht schon im Urlaub, ich weiß es noch nicht. Wie es zeitlich rausgeht. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.